Wenn du selbstständig bist und Kinder hast, die dir gelegentlich in deinem Unternehmen mithelfen, dann gibt es einen Steuertipp, den du unbedingt kennen solltest. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du selbstständig bist und Kinder hast, dann ist es häufig der Fall, dass die Kinder dir irgendwie mithelfen. Und in dieser Konstellation gibt es eine Möglichkeit, wie du erheblich Steuern sparen kannst. Wir gehen einmal davon aus, dass du eine Selbstständigkeit hast und dein Kind hilft dir in deinem Unternehmen. Das kann sein im Backoffice, Unterlagen sortieren, es kann sein, dass es die Webseite baut oder die Social-Media-Kanäle betreut. Das ist ehrlicherweise ziemlich üblich, dass das so passiert. Vielleicht gibt es da dann ein bisschen Taschengeld dafür oder sowas. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du das machen kannst und damit Steuern sparen kannst. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass du im Namen deiner Kinder eine Selbstständigkeit anmeldest. Das kann dazu führen, dass du weniger Steuern zahlst, dein Kind aber nicht mehr Steuern zahlt. Doch warum funktioniert das Ganze eigentlich? Jeder Steuerpflichtige in Deutschland hat einen sogenannten Grundfreibetrag, einen Betrag an Einkommen, auf den du keine Steuern zahlen musst. Das gilt für alle Steuerpflichtigen in Deutschland und damit auch für dein Kind. Wenn du deine Einkommensteuererklärung machst, sind die ersten 10.000 Euro, ungefähr 10.000 Euro, steuerfrei. Dieser Betrag ist nicht exakt 10.000 Euro, der steigt mit den Jahren immer um so ein paar Euro an. Jetzt im Jahr 2021 liegt der bei 9.744 Euro und die nächsten Jahre halt ein paar Euro höher, letztes Jahr ein paar Euro weniger. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel und schauen uns mal an, was passiert. Gehen wir davon aus, dein Kind studiert und hilft dir dabei, als Immobilienmakler deine Social-Media-Kanäle zu betreuen. Statt ein Taschengeld beauftragst du dein Kind quasi, diese Arbeit zu machen und vergütest es damit. Dein Kind schreibt dir jeden Monat eine Rechnung über 800 Euro. Das heißt, du zahlst jeden Monat 800 Euro, du hast eine Rechnung, die buchst du ein und so weiter. Auf der Seite deines Kindes entsteht jetzt Einkommen und zwar von 800 Euro im Monat. Das sind im Jahr 12 mal 800 sind 9.600 Euro. Dein Kind macht jetzt einen Umsatz, möglicherweise auch Gewinn von 9.600 Euro. Das führt dazu, dass dein Kind natürlich eine Steuererklärung machen muss. Ganz klar, die Steuererklärung muss gemacht werden, aber es muss keine Steuer gezahlt werden, weil 9.600 Euro unter dem Grundfreibetrag liegt. Dein Kind hat ein Einkommen, muss aber darauf keine Steuern zahlen. Auf deiner Seite passiert Folgendes. Du hast die ganzen Rechnungen, die buchst du ein in die Buchhaltung. Dadurch reduziert sich natürlich dein Gewinn. Das heißt, du zahlst im ganzen Jahr für ungefähr 9.600 Euro weniger Steuern. Je nachdem, wie hoch dein Steuersatz ist, kann das eine Steuerersparnis von über 4.000 Euro für dich sein. Das ist ganz spannend, weil auf der einen Seite sparst du Steuern und auf der anderen Seite zahlt dein Kind keine Steuern. Du hast tatsächlich Steuern gespart. Und das Ganze funktioniert deswegen, weil du quasi euer Gesamteinkommen verteilst und den Grundfreibetrag deines Kindes hebst. Deswegen spricht man da auch häufig von Heben des Grundfreibetrags oder manchmal auch umgangssprachlich bekannt als Familiensplitting. Auf der einen Seite zahlst du weniger, dein Kind zahlt trotzdem noch keine Steuern. Das klingt doch ganz klar nach einer Win-Win-Situation. Das Ganze wird aber noch besser. Da dein Kind jetzt selbstständig ist, darf dein Kind selbstverständlich auch Betriebsausgaben haben. Das heißt, Kosten, die im Zusammenhang mit den Einkünften stehen, dürfen steuerlich geltend gemacht werden. Ich habe schon mal ein separates Video dazu aufgenommen, was generell als Betriebsausgaben abgesetzt werden darf. Das Video findest du einmal hier verlinkt, aber hier an dieser Stelle einmal als Kurzform. Alle Ausgaben, die dein Kind für jetzt die neue Selbstständigkeit benötigt, dürfen selbstverständlich abgesetzt werden. Dazu gehört ein Handy, ein Laptop, ein Schreibtisch, ein Handyvertrag. Diese ganzen Kosten dürfen den Einnahmen gegengerechnet werden und reduzieren auch nochmal den Gewinn. Und wenn dein Kind auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet hat, gibt es da sogar einen Vorsteuerabzug. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir dabei helfen, ein wenig Steuern zu sparen und sorgt dafür, dass du in Zukunft ein paar Euro mehr in der Tasche hast. Wenn dir dieser Tipp geholfen hat oder du noch eine Rückfrage hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Gerne auch mit dem Hashtag Steuerfrage. Denn wir verlosen jeden Sonntag eins von diesen Überraschungspaketen an alle Leute, die unsere Videos mit dem Hashtag Steuerfrage kommentieren. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, denn wir veröffentlichen regelmäßig Videos wie dieses. Das kannst du hier tun oder du schaust dir direkt eins der weiteren Steuersparvideos an. Die findest du zum Beispiel hier oder hier.
wie du quasi... Ich habe so viele Wörter am Stück schon seit 3 Wochen nicht mehr gesagt.